Willkommen zurück, edle Recken und holde Maiden, in Kingdom Come Deliverance. Das heutige Ziel ist endlich etwas mit Alchemie herzustellen. Ich habe jetzt schon mal Vorarbeit geleistet und ein paar Sachen gesammelt. Deswegen fangen wir auch direkt mal an und ich hoffe, ich werde es dieses Mal nicht wieder komplett versauen. So, Toggle. Antidote wollten wir machen. Prepare. Ach, jetzt kann man Autocook machen? Okay. Ich will es aber nicht Autocook machen. So, read. Prepare water. 2 fistfuls of thistle, 1 of nettle and 1 of charcoal. Drop the thistle in the cauldron and boil for 2 turns. Okay, erst einmal prepare water. So, ich hoffe, das funktioniert so. So, prepare water. Drop the thistle in the cauldron and boil for 2 turns. Also wir müssen 2 Maltdistel reinschmeißen, nehme ich an. Ich hoffe mal, das ist so richtig. Wir haben einmal Distel. Und noch einmal Distel. Ich denke mal, das passt so. Mist, wie mache ich denn das jetzt? Boil Water. Ich muss Water boilen. Billows. Ah. Mist, schnell das Stundenglas nochmal drehen. Then add the nettles and boil for 1 turn. Aber wir müssen nochmal boilen. Nochmal Stundenglas drehen. Und nochmal kochen. So. Jetzt Nettel hinzu. Use. Und drehen wir das Stundenglas. Und boilen nochmal. Und jetzt finally add the charcoal, but do not boil. Und jetzt? Und dann? Ah, draw potion. Finish brewing and draw potion into the flask? Yes. You have brewed a potion Antidote. Es hat funktioniert. Yay. Was sonst noch irgendwas? Nessel, Marigold habe ich nicht. Poppy habe ich auch nicht. Ja, das ist doch mal ziemlich cool. Das muss man sagen, dass man sich sogar für sowas wie jetzt hier Alchemie, dass man das so komplex nutzen kann. Klar, man könnte jetzt auch Auto zusammenstellen und so. Aber ich finde doch das
unheimlich cool, dass man sich sogar für sowas, fürs Crafting, dass man sich sowas Schönes und doch irgendwie Umfangreiches einfallen lässt. Das ist so ziemlich cool. So, Exit. Ich habe übrigens rausgefunden, also ich denke, dass ich es rausgefunden habe, bisher läuft's, warum das Spiel die ganze Zeit abstürzt. Falls wieder jemand von Warhorse Studios zuguckt. Immer wenn das Spiel einen gewissen, es waren im Prinzip zwei Dinge, die zusammengetroffen sind. Wenn das Spiel eine gewisse einen Speicher beansprucht hat von RAM und die Sichtweite habe ich schrittweise immer ein bisschen runtergeschalten. Und wenn ich es fast ganz runtergeschnalten habe, dann hatte ich das Gefühl, dass das Spiel besser gelaufen ist. Und bis jetzt läuft's, also ich habe schon ein bisschen die Zutaten gesammelt, läuft's ganz gut. Also es liegt irgendwie an der Sichtweite. Und anhand meines PCs kann das eigentlich gar nicht sein, dass das da liegt. Klar, es ist eine Alpha. Aber vielleicht, wenn Warhorse Studios wieder zuguckt und hört das war der Grund bei mir, warum es die ganze Zeit abgeschmiert ist. So, wir haben jetzt ein Antidote. Und jetzt gehen wir mal zu dem Mann, der da so luftig sitzt. Denn das ist eine Quest. Ich glaube, ich kann dem nämlich helfen. Dem geht's nämlich gar nicht gut, dem Herrn. God be with you, farmer. What happened? You don't look very well. What do you want here? Who let you in? Hey, aren't you that minion of Radzig's? In a matter of speaking. Sorry for barging in. Well, I don't usually talk to vagrants, but I have to lie in my bed for days and suffer like Lazarus. You want to know what happened to me? I was poisoned, that's what. God almighty, why? Why? Because that filthy harlot feeds people pig swill and gives them pig piss instead of beer. Who? Who? The innkeeper. Mariana, that's who. I had some of her rotten beer and gruel, and now I'm afraid my guts will turn inside out. Das ist übrigens der Herr, wo wir in der Folge zuvor mit der Dame oben geredet haben. Er sagt jetzt eben, wieder sie wäre schuld, ne? And why did you think it was her in particular? Who else would it be? You think I'd eat something bad at home? Young fellow, I don't eat just anything. And that stuff she brought me stank like dog shit from a mile off. So why did you eat it? Well, I was hungry. I had a few drinks and I thought it wouldn't be so bad. Huh. So it didn't smell that bad after all. Who is this Mariana anyway? Surely you must know her. She has a tavern on the green. She pulls nasty beer, cooks rotten meat, and what's more, she's a harlot who parades herself in front of men and does who knows what with them when decent folk are long gone to sleep. If she's as bad as all that, then someone should do something about her, shouldn't they? My words exactly. Do you think I didn't tell the bailiff? And what do you think he said? Have you lost your balls, Jerry? He's probably got something going with her. But while we're on the subject, boy, how would you like to earn a little extra money? There's never money enough. Supposing you find out how that slut poisoned me and bring the evidence to the bailiff. I'd pay handsomely for it, especially if you helped me get rid of these diabolical runs. I need to know a few more things for this investigation. Go ahead and ask. When exactly did it happen? Last Saturday evening. It spoiled the whole day for me Sunday, and now I'm lying here and my work is piling up. Was there someone else there with you? Of course there was. Talbot the fisherman was with me. You can ask him about it. What are the symptoms of this poisoning? You don't even want to know. If I swallow anything at all, it comes straight up again. And if it does stay with me, then I end up shitting blood. I have such a fever my wife doesn't even have to light a fire, and terrible shakes as well. Horrible it is. I never felt so awful in my life. Why would Mariana want to poison you? Why? I have plenty of money. She tried it on with me, but I don't fuck around. I stick nicely to my wife, thank you very much. So she did it out of spite. What more would you expect from a female? Warum glaube ich den Herrn nicht, dass er so treu seiner Frau ist? Wir haben schon kurz ihre Version gehört, ne? Er hat es ja angeblich betatscht.
Aber ich denke mal, das werden wir sicher herausfinden. Any idea where I might find some remedy for you? There's an old herb woman living down in the woods by the creek. She might have something. Only that old witch has no great love for me. So it'd be best not to mention my name if you go and see her. That will be all. All right, I'll try and figure out who poisoned you and get some medicine. Great, boy. Let's give that whore what for. I'll get right on it then. Thanks, boy, and hurry up with that medicine before my life goes out my ass. Well then, what's new? Have you got the potion for me? Have you got anything on Mariana? I have your cure. I've got your potion. Very well, give it here. But woe betide you if I get the shit even worse. Here's the bonus for your trouble. Was? War das die Quest, oder was? Anything on Mariana? I don't think it was her that did it. Are you pulling my leg? I'm not paying you to think. I'm paying you to prove she did it. God almighty, are you really such a fool? Hang on. So you weren't interested in finding out who really did it? You must have been dropped on your head as a baby. You don't have to lose your temper, farmer. I just misunderstood you. So, if I get you right, Mariana did it, and you just want proof. Any kind of proof. You're quite the genius, aren't you? So you finally got the idea. So now you're confessing, you Das war jetzt scoundrel? blöd. You won't get away with it. What? You think you can turn me in, you bastard? Just try it, you'll be sorry. Don't you know who I am? Kann ich nochmal mit ihm reden? Ja gut, das ist jetzt nicht so gut gelaufen, wie ich es eigentlich wollte. Ich werde für die nächste Folge, ich brauche nochmal das Antidote und dann fangen wir das Ganze nochmal an. Und dann können wir da Detektiv spielen und der Sache ein bisschen auf den Grund gehen. Ja, das war's mit dieser Folge. Ich habe es endlich geschafft, Antidote zu machen. Juhu, und das hat unglaublich Spaß gemacht. Da ist, oh, merken, da ist Distel, oder? Das ist Distel, ja. Ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann mal ein bisschen mit dem Questen anfangen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wie immer, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.